Grüß euch, willkommen zu einem nicht so schönen Thema. Wir haben beim Luke, unserem Schnucki, die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat, und zwar, dass es diesmal nicht mehr behandelbar ist. Er hatte die erste OP im Dezember 2019, da ist ihm im Maul an der Lefze auf der linken Seite ein Tumor gewachsen, den konnte man gut wegoperieren. Leider kam er dann im Sommer letzten Jahres wieder. Damals hat unsere Tierärztin gemeint, wir warten ein wenig zu, um zu sehen, wie sich der Tumor entwickelt. Und leider ist er ziemlich schnell gewachsen und er hatte wieder im Dezember dann die zweite Operation in der Sache. Ende Februar diesen Jahres ist uns dann aufgefallen, dass der Tumor weiter wächst. Daraufhin sind wir zur Tierärztin gefahren, um zu schauen, welche Optionen wir haben. Leider mussten wir mitgeteilt bekommen, dass eine weitere Operation nicht möglich ist, weil sie schon beim letzten Mal nicht alles rausschneiden konnte, so wie sie hätte wollen, da sie zu viele Nervenbahnen erwischt hätte. Und eine weitere dritte Operation kommt nicht in Frage. Ihre Empfehlung war dann eine Mistelzweigtherapie. Sie hat uns gebeten, im Internet zu recherchieren, da sie selbst keinerlei Erfahrung hat. Sie hat eine Patientin, eine Katze gehabt, da haben die Besitzer es recherchiert und sie hat dann die Therapie begleitet und meinte, dass die Katze das ganz gut vertragen hätte. Am selben Tag, als wir dann zu Hause waren, habe ich tatsächlich im Internet mehrere Tage recherchiert und bin auf verschiedene Artikel gestoßen, auch auf verschiedene Studien. Es sind viele Studien durchgeführt worden, insbesondere in der Humanmedizin. Meistens wird es verwendet bei Krebspatientinnen, die Brustkrebs haben, weil da die Lebensqualität gesteigert wird, weil sie mit der Mistelzweigtherapie die Chemotherapie besser verkraften und wohl auch weniger Schmerzen haben, weniger Übelkeit. In der Tiermedizin gibt es insgesamt 2 Studien, auf die ich bisher gestoßen bin. Eine der Studien verlinke ich euch in der Videobeschreibung, denn die trifft am ehesten zu, was den Tumor von Luke betrifft. Dir ist es so, dass sich eine Mistelzweigtherapie nicht wirklich mehr rentiert, wenn der Tumor größer ist als 4 cm und sich bereits Metastasen gebildet haben, weil das dann eher kontraproduktiv ist und die Krebszellen eher schneller wachsen lässt und eher da zündet. Das wollen wir nicht. Und jetzt steckt man im Grunde, oder ich stecke da absolut im Dilemma, denn sein Tumor ist tatsächlich größer als 4 cm, er hat aber keinerlei Metastasen. Was nun? Sollen wir die Mistelzweigtherapie bei ihm anwenden? Habt ihr Erfahrungen, entweder selbst gemacht, durch Freunde, Verwandte, Bekannte oder auch bei ihren Tieren? Meine Recherchen haben auch ergeben, dass es in Deutschland wohl nicht so arg verbreitet ist, Tiere mit der Mistelzweigtherapie zu behandeln, in Österreich jedoch mehr. Ja, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich bin mir sehr unschlüssig, weil ich natürlich nicht möchte, dass das Zellwachstum vom Tumor beschleunigt wird. Im Gegenteil, ich möchte, dass es ihm gut geht. Dazu muss ich sagen, von der Lebensqualität her geht es ihm sehr gut. Also er frisst, freut sich. Bei ihm ist es so, dass er nach dem Gassi gehen immer ein Leckerchen bekommt. Und da
springt da rum wie so ein Reh, ja, 14 Jahre alt ist er zwar, aber springt rum wie so ein Junghund, weil er sich drauf freut. Also von, von der Hinsicht her geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Da weiß ich nicht, ob die Mistelzweigtherapie seine Lebensqualität erhöhen würde. Was ich mir jedoch tatsächlich davon erhoffe, ist, dass die Lebenszeit zumindest um einiges verlängert wird, wobei mir da schon sehr wichtig ist, dass es ihm in der Zeit gut geht. Also ich möchte ihn schon nicht unnötig strapazieren. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Bekannte, Verwandte, die damit Erfahrungen gemacht haben, ob jetzt in der Humanmedizin oder Tiermedizin? Ihr würdet mir da sehr weiterhelfen, wenn ihr eure Erfahrungen teilen würdet in den Kommentaren, damit ich mich besser entscheiden kann. Denn nach all dem, was ich mittlerweile gelesen habe, bin ich wirklich irgendwie durcheinander. Also ich sehe ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. In den einen Studien heißt es ist ganz gut, in den anderen Studien heißt es ja, es macht keinen Unterschied, ob Mistelzweigtherapie oder nicht. Bei einer Stimme eines Humanmediziners, der sagt, ja, also eigentlich wird es nur in der Brustkrebstherapie verwendet und nicht bei anderen Krebsarten. Im Grunde ist es so, dass es die Lebensqualität steigern soll und gar nicht es nicht heilt, wobei mir geht es gar nicht um die Heilung an sich in seinem Stadium. Da ist mir bewusst, dass er unheilbar krank ist, aber dass man ihm zumindest ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen mehr schenken kann. Also falls ihr Erfahrungen habt oder Freunde und Bekannte habt, die Erfahrungen haben in der Humanmedizin oder Tiermedizin, dann schreibt es uns doch bitte in den Kommentaren, damit ich mir ein weiteres oder überhaupt ein Bild machen kann oder ein konkreteres Bild irgendwie machen kann, weil ich bin momentan, ich habe da so viel gelesen, ich bin tatsächlich mittlerweile ratlos. Ich weiß nicht, soll ich es machen, soll ich es bleiben lassen, tue ich ihm was Gutes oder eher damit was Schlechtes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das Thema heute kein so schönes war. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch beim nächsten Mal und das wird definitiv ein erfreulicheres Thema sein. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich würde euch auf jeden Fall, was Luke anbelangt, auf dem Laufenden halten. Also bis dann. Pfiat euch.